Hallo zusammen. Ja, Wagner Classic Oil on Tour hier in Bopfingen bei Wagen 12, Manufaktur Röhrle und Kultkan. So, ich habe jetzt einen guten Eindruck bekommen von Mike, der mir das ganze Projekt Kultkan und die Manufaktur vorgestellt hat. Und was hier eben zum Tragen kommt, ist, dass die Fahrzeuge länger stehen. Und ich habe auch hier den Andreas, den Werkstattmeister von Manufaktur Röhrle. Genau. Und er hat mich angesprochen auf die Optimierung von Kraftstoffen, speziell weil es eben über den Winter Standschäden gibt. Und dazu möchte ich ja jetzt einhaken. Perfekt. Weil wir seit sehr vielen Jahren eben ein Spezialprodukt dafür haben, unser Bactofin, welches wir sehr erfolgreich vermarkten, um speziell eben Standschäden über den Winter zu verhindern. Und dass später auch praktisch bakteriell versetzt wird, dass die Zündwilligkeit erhalten wird, dass es halt wirklich bei längerem Standen keine Schäden gibt. So, und da muss man weiter ausholen. Da muss man eben weiter ausholen. Genau. Die Kraftstoffe haben sich verändert. Ja, natürlich. Ja. So, wenn man zurückblickt, in den 50er, 60er Jahren hatten wir ja, sagen wir, reines Raffinerat. Genau. Wir hatten einen sehr hohen Bleigehalt und wir hatten einen sehr hohen Benzolgehalt. Genau. Ja, Benzol ist ein ringkettenförmiger Kohlenwasserstoff, der sehr stabil ist und sehr gut schmiert. Ja. Hat natürlich riesen Nachteile, es ist krebserregend, deswegen hat man das Schritt für Schritt eben aus den Kraftstoffen rausgenommen. Ja. Und hat es durch Ether ersetzt. Ja. Zudem hat man auch den Blei noch rausgenommen, also 96 wurde der Blei von den Kraftstoffen entfernt und natürlich durch einen Ersatzstoff, durch einen Ersatzschmierstoff ersetzt. Ja. Und 2011 wurde Ethanol eingeführt, E10. Richtig. Und seitdem haben wir eigentlich massive Probleme. Ja. Insbesondere eben auch mit Kondenswasser, in Verbindung mit Kondenswasser. Der Kraftstoff besteht aus einem Raffinerat. Ja, wir haben Ethanol drin, 5 bis 10%, je nachdem, was für Kraftstoffqualität ich tanke. Man muss auch wissen, dass die Premium-Kraftstoffe zum Teil Ethanol enthalten, also auch die 98er und die 102 Oktan. Dort sind die Datenblätter, die ich jetzt gesehen habe, unterschiedlich. Ja. Ich hatte zum Beispiel bei Shell, einige Jahre zurück, habe ich 5% Ethanol gesehen bei Shell V-Power, als Beispiel bei 102 Oktan. Die letzte Version der Sicherheitsdatenblätter gesehen, dann ist nichts drin. Nur was kann ich glauben? Ja. Die Thematik ist eben, dass wir Ethanol haben. Ethanol ist der Teufel, möchte ich mal sagen. Ja. Wenn ich jetzt einen reinen Ethanol hätte, zum Beispiel einen E100, also einen Zuckerrohrschnaps, so wie es in Brasilien gemacht wird, ist das nicht das große Problem. Das große Problem ist, dass wir ein Gemisch haben aus verschiedenen Kraftstoffen. Und der Ethanol hat eben die Eigenschaften, sich mit Wasser zu verbinden. Also es ist wassermischbar. Ja. Richtig, der zieht es auch an. Ja, und was jetzt noch niemand weiß oder nicht bewusst ist, dass das Kondenswasser, was ich am jedem Tank habe, ja, das Kondenswasser wird Ethanol aus dem Benzin herausziehen. Das heißt, ich habe am Boden des Tankes eine Wasser-Ethanol-Mischung. Genau. Und diese Wasser-Ethanol-Mischung, die ist nicht sehr stabil. Da entsteht Essigsäure, das heißt, ich habe dann eine massive Korrosionsbelastung. Und Essigsäure ist wieder wassermischbar. Ja. Und das passiert nicht nur im Tank, das kann auch zum Beispiel in einem Tropfen, in einem Vergaser passieren, ja, dass eben hier in Korrosion kommt und speziell dort, wo ich es nicht brauche, zum Beispiel an der Vergasernase, die einfach festhängt zum Beispiel. Ja, natürlich. Ja. Und dann entsteht Grünspan und dann hast du halt das Massive, das er nicht mehr anspricht. Und was man noch wissen muss, ist, kein Metall ist vorgefeit. Ja. Also wenn man denkt, ich habe vielleicht eine Kupferleitung oder ich habe einen Zink-Trubus-Vergaser, nein,
oder Aluminium, sagen wir mal, diese Stoffe korrodieren alle. Richtig, ja. Genau. Das heißt, ich habe vom Tank über die Leitung, über die Pumpe bis hin zum Vergaser- oder Einspritzsystem eben eine massive Korrosionsbelastung. Genau. Ja. So, was auffällt, ist, dass zuerst gehen mal die Pumpen kaputt. Also wenn ich einen Standschaden habe, dann... Ja, klar, weil die Lager ja natürlich festrosten. Genau. Ja, du hast keine, selbst wenn du die Pumpe dann irgendwie zum Laufen kriegst, du kriegst halt nur noch spärliche Ringe und du hast spärliche Drehzahl hin und du hast massive elektrische Probleme. Warum? Weil die Pumpe ja zieht und sie will und dann irgendwann hast du einen Kurzschluss. Ja. Und das, das summiert sich ja hoch, diese Problematik. Der nächste Aspekt ist, dass eben durch die Verbindung mit Wasser, in dem Ethanol, haben wir auch noch Ether drin. Und zwar sehr hohe Mengen, bis zu 35% Ether. Ja. Und der Ether ist leichtflüchtig. Wir haben hier einen Flammpunkt von minus 28 Grad. Ja, das heißt, bei längeren Standzeiten verflüchtigt sich der Äther und zurück bleibt ein, sagen wir mal, nicht ideal zündfähiger Kraftstoff. Natürlich zerfällt auch der Kraftstoff. Also was wir sehen, dass der Kraftstoff in sich zerfällt. Es gibt Ablagerungen, ja. Und im Mineralöl, sprich im Erdöl, oder wenn ich das rausraffineriere, habe ich auch Paraffine drin. Ja. Was wir sehen, ist eine gummiartige Ablagerung, ja, in den Tanks, in den Leitungen, aber auch in den Vergaser- und Einspritzsystemen. Ja. Und die Amerikaner nennt es Gumm. Also das ist wie Gummi. Ja, es ist wie Gummis, ja. Das ist also ein richtiger, sag mal, in Bayern sagt man hier ein Schlotz, ja. Der sich bildet, der sich auch sehr schwer löst, ja, weil es kommt aus Benzin. Und Benzin ist schon ein verdammt guter Lösemittel, ja. Und das eben rauszureinigen ist schwierig. Ja. Es gibt Mittel, wir haben hier Lösungen dazu, ja, natürlich. Das ist richtig. Aber man muss es ja nicht so weit kommen lassen. Richtig, ja. Genau, man kann ja vorbeugen. Und das ist ja eine Sinn der Schwäche der Sache. Und der Gedankenansatz, den ich gemacht habe, ist eben, dass wir alle diese Problematiken, die hier kommen, ja, hier einen Lösungsansatz haben. Und der Lösungsansatz ist verpackt in diesem Produkt hier, in Bactofin. Ja. Wir haben zum Beispiel hier auch einen wassermischbaren Korrosionsschutz. Das heißt, dort in der Wasserphase, wenn ich Kondenswasser habe, habe ich einen Stoff, einen Wirkstoff, der sich in die Wasserphase mit einmengt, sozusagen mischt und dort einen perfekten Korrosionsschutz ausbildet. Wie auch einen petrochemisch mischbaren Korrosionsschutz. Ja. Das heißt, wenn jetzt eben zum Beispiel der Tank über den Winter nicht voll gemacht wird, ich habe eine Tankatmung, ich habe eine Kondenswasserbelastung durch Temperaturunterschiede, dann habe ich eben die Lösung dort, wo eben Benzin war, ja, dass ich hier einen perfekten Korrosionsschutz ausübe. Aber auch in der Wasserphase, dort wo eben Kondenswasser steht, einen perfekten Korrosionsschutz bringt. So, ich habe erklärt, dass der Kraftstoff hat sich verändert. Ja. Der Kraftstoff, der heutige Kraftstoff ist gemacht für moderne Fahrzeuge, ja, um die entsprechenden Abgaswerte zu erreichen. Ja. Genau. So, was wurde dem Kraftstoff entnommen? Der Kraftstoff wurde in den Schwefel entnommen. Das heißt, wir haben heute 10 ppm Schwefel drin. Ja. Also der Schwefel, das kennen Sie, das ist das gelbe Pulver, was Sie vom Chemieunterricht kennen. Das ist im Erdöl drin in großen Mengen, wird über die Raffineration rausgenommen, aber der Schwefel hat geschmiert. Ja, richtig, da war eine Eigenschmierung gehabt. Richtig, der Schwefel hat die Schmierleistung gebracht. Ja. Der wurde jetzt komplett entnommen. Das heißt, ich habe jetzt einen Kraftstoff für einen klassischen Fahrzeug, wo eigentlich eine perfekte Schmierung braucht, aber der Kraftstoff es nicht mehr liefern kann. Ja. Und deswegen setzen wir hier auch eine Schmierstoffkomponente ein, ja, die eben chemisch wirkt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt, ich fasse nochmal zusammen, wir haben jetzt hier einen wassermischbaren Korrosionsschutz, einen petrochemischen mischbaren Korrosionsschutz und wir haben einen Verschleißschutz. Ja. Zudem kommt noch ein Stabilisator, ja, der das Altern des Kraftstoffes verhindert. Das heißt, das ist ein ähnlicher Stabilisator, wie in abgepackte Wurst reinkommt. Ja. Da steht auch hinten auf der Rückseite Oxidationsstabilisator. Was macht das? Verhindert die Oxidation. Die Oxidation ist ein Verrottungsprozess. Ja. Dieser Verrottungsprozess kann ich stoppen oder unterbinden. Ja, zwar nicht ewig, aber ich kann das über längere Zeit hinausziehen. Richtig. Und das führt dazu, dass eben der Kraftstoff stabil bleibt, dass er nicht verrottet oder vergammelt, ja, und dass er über den Winter letztendlich perfekt stabil bleibt und somit
im Frühjahr, wenn ich das Fahrzeug wieder starten will, eben noch zündfähig ist. Genau. Um dort halt bleiben, dass die genau. Oktanzahl und alles passt. Richtig. Genau. Und das Richtig. ist ja sinngemäß. Und viele Leute machen das ja wirklich, dass sie es vergessen teilweise auch zu tanken, ja, und zu sagen, okay, ich mache voll. Und dann hast du das alles vorprogrammiert. Ja. So ist es. So, was wir hier noch machen, wir geben noch einen Reinigungszusatz rein, das ist praktisch ein Tensid, ja, um eben die Metalloberflächen sauber zu halten, insbesondere die Einlassventile, ja, aber auch die Auslassventile. Ja. Dann haben wir ja praktisch auch gleichzeitig einen Intensivreiniger für die sich, sage ich mal, befindlichen Teile im Kraftstoff. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt Ablagerungen drinne habe, löse ich die Stück für Stück und verbrenne die dann quasi genau. mit. Also die lösen sich von Zeit zu Zeit und werden dann mit dem Abgasstrom rausgeführt. Oh, genau. Das ist gut. Ja. Also das wird jetzt nicht bergmännisch abgebaut, sondern das löst sich nach und nach auf. Ja, das wäre aber interessant. Das würde ich dann gerne sehen, weil wenn sie mit der kleinen Schaufel kommen und mit dem Bagger und das wäre interessant. Ja. So, zudem geben wir auch noch einen Katalysator bei, der die Verbrennung optimiert. Ja. Das heißt, oder die Verbrennung effizienter macht. Wie so ein Oktanbooster quasi. Ja. Okay. So, was man eben wissen muss, wir haben, sagen wir, immer eine unvollständige Verbrennung. Ja. Das heißt, wir haben eine Vergasung, ja. Wir haben eine Verbrennung, aber wir haben den Druckanstieg im Zylinder, ja. Der Kolben bewegt sich nach unten, wir haben einen dynamischen Brennraum. Und es ist nie immer gesagt, dass ich überall, sagen wir, bei der Verbrennung eine effiziente Verbrennung habe. Ja. Das heißt, ich habe, sagen wir, immer noch unverbrannte Kohlenwasserstoffe im Abgas. Ja, und ich nenne das Gasslip. Ja, das ist jetzt mein Wording. Ich nenne das Gasslip. Das wird praktisch jetzt gelöst, indem ich einen Katalysator habe, um das nachzuverbrennen. Ja. Aber was bedeutet Abgasrückführung quasi so? Ja, bei modernen Fahrzeugen. Nur bei klassischen Fahrzeugen geht es nicht. Aber so habe ich das ja nicht. Ja. Dass es die Leute verstehen. Ja, also die Abgasrückführung. Das bedeutet, oder was wir hier machen, ist, dass wir eben noch eine höhere Effizienz herausholen. Das heißt, der zugeführte Kraftstoff wird besser verwertet. Ich habe eine Leistungssteigerung. Ja. Ich habe einen besseren Abbrand. Ich habe bessere Abgaswerte. Ich habe eine kühlere Verbrennung. Ja, ich habe eine effizientere Verbrennung. Und kann aber auch mit Sprit sparen. Oder was wir jetzt sehen, ist, dass die Motoren einfach samtiger laufen, ja, und dann auch Sprit spart. Ja, natürlich. Und das ist wesentlich. Also wenn man jetzt einen großvolumigen Motor hat mit entsprechendem Kraftstoffverbrauch, können wir den Kraftstoffverbrauch schon etwas herunterziehen. Ja. Wo liegen wir da ungefähr bei so? Ja, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht zu Zahlen in den Raum stellen, die wir so nie gemessen haben, ja. Aber die Kunden berichten davon 2, 3, 5% Ersparnis. Okay, ja. Okay. Das ist ja dann schon ganz ordentlich. Also bis zu, ja. Und ja, letztendlich geht's um ein Gesamtkonzept. Das heißt, man muss das gesamte Konzept anschauen, was ich habe. Ja, man muss alle Parameter anschauen und das können wir mit dem Produkt perfekt lösen. Okay. Ja. So, die Aufwandmenge, die wir hier haben, ist 1 Promille. Das heißt, ich gebe pro Liter. Ja. Das heißt, wir bieten das Produkt in Dosierflaschen an. Das ist jetzt zum Beispiel diese typische bekannte Dosierflasche mit einem Dosierkopf von 25 Milliliter, welches dann für 25 Liter Kraftstoff reicht. Ja. Zudem haben wir auch noch die, sagen wir, Familienpackung. Ja. Das Bactofin in 1 Liter Gebinden. Das heißt, dieser Liter reicht für 1000 Liter Kraftstoff. Und ich habe hier auch eine perfekte Dosiermöglichkeit. Und zwar, der Verschluss ist gleichzeitig auch Becher. Ja. Zum Eingießen quasi. Hier gehen jetzt 30 Kubikzentimeter rein, also 30 Milliliter. Und ich nehme die Kappe raus, fülle den Becher und kann somit perfekt dosieren. Ja. Wir haben jetzt im Vorfeld jetzt ja das schon gehört, dass das Bactofin eigentlich, sage ich mal, diesen Schutz im Vorfeld für den Tank regelt. Aber was mache ich denn jetzt wenn ich jetzt mal so einen Tank habe, der wo dann wirklich angerostet ist, weil eben dem Kunde das noch nicht bekannt war oder so. Habt ihr da auch was im Programm, da wo man praktisch im Grundgedanken die Korrosion im Tank verhindern kann?
Ja, sag mal, das kommt davon, wie stark er verrostet ist. Ja. Wenn ich jetzt natürlich einen Motorradtank habe, dort wo der Benzinhahn unten ist, das heißt der Kraftstoffabfluss ist unten, wird natürlich der Punkt kommen, wenn so viele Rostpartikel kommen, dass eben irgendwann ist Feierabend. Ja. Das Fahrzeug steht. Genau. Ja. Also Kraftstoffversorgung nicht mehr möglich. Ja. Ja. Das ist aber dann der Worst Case. Ja, bei den Pkw-Tanks schaut es anders aus, weil der Kraftstoff in der Regel ja nicht unten abgezogen wird, sondern weiter oben abgezogen wird. Ja. Genau. Das heißt, in einem Pkw-Tank habe ich natürlich eine höhere Wasseransammlung, ja, was wiederum zu Korrosion führt. Ja. So, hier hat das Produkt einen großen Vorteil, was es auch das Wasser einimmergiert und Zeit zur Zeit einfach das Wasser herausbekomme. Ja. Richtig, weil es sich kleiner wird, es wird immer kleiner, Richtig. Und dann praktisch wird mit die Empfehlung ist auch, wenn man das Produkt jetzt einsetzt, um das Wasser herauszubekommen, dass man die Tanks mal immer zu mal leer fährt oder fast leer fährt, ja, so dass man die Wassermenge auch dann gezielt herausbringt. Ja. So, wichtig ist jetzt noch, wenn man jetzt ein Fahrzeug einwindet, ja, dass man das Fahrzeug vor dem Punkt, wo man es stilllegt, nochmal fährt. Das heißt, dass man den Tank voll macht, eben Bactofin reingibt vor dem Tanken, damit es eine perfekte Vermischung gibt. Ja. Und dass man eben noch eine gewisse Zeit fährt, sodass eben alle Komponenten des Kraftstoffsystems eben mit Bactofin behandelt werden. So grob, wenn ich jetzt das in Kilometer betiteln müsste. Ich sag mal 15 Kilometer reichen da aus. Ja, so dass es halt komplett durchläuft, dass es sich ein bisschen durchmischt und dann praktisch nochmal auftanken oder einfach dann stehen lassen. Ja. Dann stehen. Also auftanken und dann stehen lassen. Okay. Ja gut, das ist ja... So, die Erfahrung zeigt, dass wir den Kraftstoff bei perfekten, sagen wir, Lagerbedingungen des Fahrzeuges, also wenn wir gleiche Temperaturen haben, auch keine so hohe Luftfeuchtigkeit, dass wir 2 Jahre den Sprit ohne weiteres stabil bekommen. Oh, das ist aber, das ist enorm. Ja. Ja. Und das ist also, wie gesagt, da kannst du auch immer auch im Auslandseinsatz sein, auf Montage, so dass du wieder zurückkommen kannst und der Kraftstoff ist immer noch zündwillig, so wie du es eigentlich gewohnt bist. So ist es. Das ist gut. Und das ist jetzt, sage ich mal, für 25 Liter eine Kappe. Ein Dosierkopf. Ein Dosierkopf, genau. Die 25 Milliliter sind jetzt für 25 Liter Kraftstoff. Wenn ich jetzt 50 Liter Kraftstofftank habe, 2 Kappen oder 2 Dosierkappen des Dosierkopfes hier rein. Und die kleine Flasche 250 Milliliter würde dann auch für 250 Liter Kraftstoff reichen. Empfehlungsweise, also nehmen wir mal an, Kunde macht's rein, fährt, muss dann nachher weg und wenn er das nächste Mal wieder fährt und der Tank irgendwann nochmal so halbviertels leer ist, tankt er wieder auf. Sollte ich das bei jedem Tank reinführen? Oder bei jedem? Ja. Okay. Also du hast da keine Reserve in dem, wie das jetzt... sicherlich, wenn ich jetzt den Tank leer gefahren habe, ich tanke auf, dann ist nicht mehr drin. Genau, dann ist klar. Aber wenn das so halb voll ist und ich tanke dann sicherlich, wir verdünnen es dann. Das hat dann auch nochmal die Wirkung, aber halt nicht so, wie wir es eben praktisch eingestellt haben, von der Dosierung, von der Anwendung. Und wichtig ist eben, dass es ständig gefahren wird, weil der Kraftstoff eben, wie schon erwähnt, eben ein Designer-Kraftstoff ist. Der ist gemacht für moderne Fahrzeuge. Genau. Ich habe die Schmierleistung nicht. Ich brauche eben einen Ersatzstoff, um das Fahrzeug perfekt zu schmieren, damit Korrosionsschutz aufgebaut wird, dass die Performance kommt, dass es sauber bleibt. Brauche ich eben das Produkt bei jeder Anwendung, also bei jeder dann praktisch bei Befüllung des Tankes. Dann wäre es sinnvoll. Weil es kann ja sein, manche die tanken da für 10 Euro, manche tanken für 100 Euro und dann klar, man muss ja wissen, kann ich es neu lernen, kann ich es nicht neu lernen. Sage ich mal Dankeschön. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf, dass wir die Kooperation mit Kultkarren jetzt beginnen können. Jawohl. Und recht herzlichen Dank und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gerne. Dankeschön. Das werden wir haben. Andreas, Dankeschön. Bitteschön, gern geschehen.